Ton läuft, Video läuft und Ton ab. Ja, hier ist unser Porsche 356 C Coupé, was wir heute Morgen frisch bekommen haben. Das Schöne an dem Auto ist, er ist schwarz und ist innen auch schwarz, hat aber kein Leder, hat MB-Tex. Aber ein Auto, was schwarz-schwarz ist, sieht immer irgendwie gut aus. Aber es ist so ein Porsche, sage ich mal, wie Amerikaner sind. Das Auto ist keine Zustand 1, ich finde auch nicht eine glatte 2, obwohl das bei uns im Wertgutachten so erwähnt wird. Auto fährt ordentlich, das zeigen wir euch gleich, ist vor 12 Jahren aus den USA gekommen, hat dann unser jetziger Eigentümer sich gekauft und er sagt sich jetzt aus Altersgründen, gibt da ein paar Autos ab, deswegen haben wir das Auto. Also insgesamt, das Spaltmaß ist nicht ganz hundertprozentig, das kann man hier vorne auch sehen. Er hat überall so kleine Dinge, aber insgesamt ist es einfach ein schönes Auto. Das ist ein 356C, das bedeutet, er hat 75 PS, hat 4 Scheibenbremsen, hat hinten als extra diese wunderschöne Gepäckbrücke hinten drauf, hat die schöne, etwas größere Doppelrohr-Auspuffanlage, die ja bekannt ist. Hier beim deutschen Modell kam das hier hinten raus, normalerweise. Ja, und hat Chromfelgen, die sind auch ein bisschen größer. Die Radkappen, weil er wie gesagt Scheibenbremsen hat. Also im Baujahr 64, 65 gab es Scheibenbremsen. Ab 1964 übrigens auch schon parallelen Porsche 911. Das heißt also, das ist einer der letzten Porsche 356, die überhaupt gebaut wurden. Sind davon 16.000 Exemplare vom Band gerollt, 2.000 Cabrios und halt eben dann diese hier. Ja, innen ist er sehr, sehr schön. Auto kommt einfach gut rüber. Ich meine, im Gutachten steht über 100.000 Euro. Wir können das Auto anbieten unter 100.000 Euro. Und damit ist der Wagen einfach interessant. Das ist ein Oldtimer für unter 100.000 Euro, hat 75 PS, läuft seine 165 Stundenkilometer bzw. 175 Spitze. Ja, ist ein schöner Wagen und wie er fährt, das zeigen wir euch jetzt mal. Auf geht's. Wetter ist gerade aufgeklärt, hat heute furchtbar geregnet, da haben wir gesagt, jetzt ist trocken. Der Wind, bisschen kalt, aber hat das weggeblasen und jetzt fahren wir. Also Porsche 356 C Coupé von 1964, jetzt im Film. Ja, bevor wir losfahren, zeige ich euch mal kurz dieses schöne Armaturenbrett, weil das Auto hat sehr, sehr schöne, nette Details, wie mir aufgefallen ist. Hier ist ein schönes, originales Radio aus der Zeit. Könnt ihr sehen. Dann hat er hier vorne einen deutschen Tacho, obwohl es ein Amerikaner ist. Es ist ein Kilometer-Tacho. Und ich vermute mal, wenn da jetzt 12.000 steht, das ist wahrscheinlich die Entfernung, die er drauf hatte, seitdem er hier nach Deutschland kam, also vor 12 Jahren. Da ist der Drehzahlmesser, der dreht bis 5.000, könnt ihr hier sehen. Drehe ich mal so ein bisschen drauf. Hier vorne Öl, das gibt es ja sogar beim modernen 911er noch so, und Tank. Das ist mal ein Auto, was uns von der Kundschaft vollgetankt geliefert wurde, auch angenehm, dass wir nicht ständig mit Benzinkanister hinterherlaufen müssen. Hier, der Vorbesitzer ist also Rallyes mitgefahren, konnte an den beiden Stoppuhren hier vorne sehen. Und hier hat er die originale VDU-Uhr, das ist auch da. Hier vorne Heizung. Also das ist insgesamt ein schönes Auto. Was ich vor allen Dingen richtig toll finde, ist dieses edle Holzlenkrad. Schaut euch das mal an. Also das Auto hat schöne Details, die mir einfach gut gefallen. Das ist für mich Zustand 2 bis 3 irgendwie. Aber es ist ein richtig schöner Gebrauchsoldtimer. Und wie so ein Auto fährt, jetzt geht's mal los. Auf geht's. Die Sonne kommt auch gerade. Oh ja, er zieht schön durch. Schöner Sound, Porsche. Und er hat auch Leistung. Also wir können schon ein bisschen drauf treten. Wir machen immer, wenn Autos kommen, wird er einmal durchfotografiert. Da habe ich meine Kollegen gebeten, das mal laufen zu lassen, den Wagen. Ja, die Februarsonne, die wärmt schon so ein kleines bisschen bei uns in Bayern. Wir sind ja relativ weit südlich. Aber jetzt einen 356er Porsche zu fahren, das ist ein guter Gebrauchsklassiker für unter 100.000 Euro. Das sind Autos, die letzte Zeit auch stark gestiegen sind. Also alles, was wir zum Porsche 356 Thema gehabt haben, haben wir alles weiterverkauft, auch relativ schnell. Das ist einfach ein sehr, sehr sympathischer Wagen, der lässt sich leicht fahren, auch für Damen. Er hat ja keine Servolenkung, aber dadurch, dass der Boxermotor hinten eingebaut ist, lässt er sich ganz leicht lenken vorne, und das merkt man jetzt auch. Das ist ein tolles Auto. Also wer Käfer kennt, ich bin ja so ein bisschen die Generation Käfer, das ist so ähnlich wie ein Käfer, nur er hat viel mehr Dampf. Ein Käfer zu der Zeit
Hat übrigens 4.500 Mark gekostet. Und der hier hat zur gleichen Zeit 17.000 gekostet. War ein Riesenunterschied. Also man kann sagen, hat gekostet fast das Vierfache. Porsche war halt eben damals auch schon Porsche, war damals was Besonderes, musste man sich leisten können. Aber man spürt auch, der fährt sich wirklich anders als ein Käfer. Der Sonne entgegen im schwarzen 356, das finde ich übrigens auch sehr, sehr schön. Er hat diese tollen Chromfelgen mit Chromradkappen und ist schwarz-schwarz. Ich kann euch aber nicht sagen, dass das jetzt alles Matching ist, weil das einfach die Unterlagen nicht hergeben. Ich habe ein Wertgutachten, da steht drin 105.000 € im Zustand 2. Wie gesagt, ich bin der Meinung, es ist nicht ganz eine 2. Er liegt ein bisschen unten drunter, aber jemand, der sagt, ich will einen schicken 356 haben und Spaß, also guck mal, wie schön der hier hochgeht. Toller Sound und die Maschine zieht auch gut durch. Macht Spaß zu fahren. Er hat ein bisschen Spiel in der Lenkung, das fällt mir gerade auf. Aber das war ja damals auch nicht so perfekt. Übrigens hat eine Viergangschaltung, unten runterdrücken, nach hinten ist dann der Rückwärtsgang. Also Auto fährt sich wirklich simpel. Und wenn da mal was dran kaputt ist, ein Porsche Motor aus der Zeit, 4 Zylinder hat er gehabt, kann jeder reparieren. Das ist eigentlich was für jede Dorfwerkstatt. Das ist ja das Schöne an solchen Autos. Die sind relativ unkompliziert. Muss halt gucken, dass die Karosserie nicht durchgegammelt ist. Man muss auch gucken, dass er sonst insgesamt gut fährt. Aber wenn man da mal, ich sag mal, 5.000 reinsteckt, das Geld ist gut investiert und man bekommt es auch immer wieder. Ja, laufen tut er sehr schön. Ich glaube, das merkt er hier auch. Er zieht schön durch die Kurven. Das ist ein Auto, was schön Power hat. Also ich glaube, mit dem kann man auch tatsächlich 170, 180 fahren, wenn man es möchte. Aber ich glaube, eigentlich möchte man das nicht. Also ich finde so ein Auto, wenn der 100, 110 Landstraße fährt und witzig, knackig um die Kurven geht, und das tut er hier, das macht Spaß. Also mir macht Spaß. Porsche habe ich immer gerne gefahren, gerade die 356. Autos, die man gut bewegen kann. Ja, dann hat er hinten noch diese schöne Gepäckbrücke drauf, hat auch nicht jeder 356. Da hat er hinten noch die kleinen Sitze, die sind nur gerade umgeklappt, so Kindersitze. Aber da passen auch wirklich nur ganz kleine Kinder drauf. Oder halt eben Gepäck. Also mit dem Auto kann man Reisen überall mitmachen. Und der 356 ist definitiv ein Sympathieträger. Das ist ein Auto, wo ich Neid noch nicht erlebt habe. Ja, er zieht schön durch. Er schaltet sich auch gut. Bremsen tut er dank der Scheibenbremsen auch gut. Also macht Spaß zu fahren. Ich glaube, Paul kann das auch bestätigen. Der sitzt ja gerade neben mir. Der macht ja immer die meisten Filme mit uns. Ja. Fährt gut, ne? Hat übrigens, der hier hat MB-Tex, also Plastiksitze, sage ich jetzt mal. Die sind, man merkt, dass es die Originalen sind, aber die muss man nicht irgendwie groß ergänzen oder was heißt erneuern. Weil sie sind halt eben im Originalzustand und man kann es so belassen. Ja, ist ein wunderschöner kleiner Oldtimer zum Fahren, macht viel Spaß. Ich zeige euch mal ganz kurz hinten den Motorraum, wie die Maschine aussieht. Schaut mal hier. Nee. Was? So, ich hatte jetzt geht er. Alles klar. So, das ist der Deckel von unserem 356 jetzt mal offen. Hier mit den beiden Rippen hier vorne kann man auch ein spätes Modell erkennen. Früher die A-Coupés gab ein A, ein B und ein C, das ist ein C. Die hatten hier nur ein Gitter. Ja, und die Maschine sieht nicht neu aus, läuft aber schön, ist einmal gepflegt und gewartet worden, das weiß ich auch jetzt vom Vorbesitzer. Also das ist ein Gebrauchsoldtimer, ein richtig schönes C-Coupé von Porsche, schöner Gebrauchsoldtimer. Ich persönlich würde da gar nicht viel dran machen, es sind so Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind. Man kann also so fahren, wie es jetzt ist völlig egal, wen es nicht stört, der kann es wirklich so lassen. Oder Kleinigkeiten hier und da mal was zu machen. Da geht es vielleicht um ein paar Hunderter oder auch nur ein paar wenige Tausender. Aber sonst ist das ein Auto, was wunderschön läuft, wo ich meine, das passt einfach ins Bild, macht Spaß, hat man viel Freude dran. Ja, ich mache mal zu. Und da ist er zu. Ist ein schöner Wagen. Und was das Tolle an dem Auto ist, ist, dass er schwarz ist. Wobei ich jetzt gar nicht mal weiß, ob er schwarz war, aber heute ist er schwarz. Fest steht, dass die Sitze und das Interieur innen, das ist alles original, das ist schwarz, das ist richtig. Was noch schön ist, hier vorne die Gitter, Steinschlaggitter, haben viele US-Modelle gehabt, aber längst auch nicht alle. Er hat sie, wir haben sie drauf gemacht, ich finde, das sieht schön aus. Ja, das ist ein Auto mit vielen Extras, hat dieses tolle Holzlenkrad, hat die schönen Chromfelgen, das sind ja auch alles Extras, die man normalerweise teuer bezahlen muss, wenn man es haben möchte. Und das macht unseren 356 zu einem schicken Auto. Tja,
So sehe ich den Wagen. Guck mal, sieht toll aus. Man merkt auch, dass er auf der Seite vielleicht so ein kleines bisschen wellig ist. Also das ist nicht mehr der erste Lack. Und der ist schon mal lackiert worden. Und schwarz ist natürlich ein etwas undankbarer Lack. Das spiegelt immer schnell und stark. Aber kann man so lassen. Ich habe da Rost keinen entdeckt. Wie gesagt, ist für mich eine 2-, 3+. Aber ein wunderschöner Gebrauchsoldtimer, der wirklich gut fährt. Also hier konnte er das originale Interieur erkennen in den Türen. Das sieht doch alles ordentlich aus. Auch die Kurbeln, der Türöffner, das ist alles original. Da vorne hat er Lautsprecher. Was mal neu gekommen ist, ist der Teppich. Das ist auch die Originalschlinge, weil das ist nicht mehr der erste. Der sieht sehr sauber aus. Also in das Auto ist schon Geld investiert worden. Und ich glaube, man hat es immer so gemacht, dass man gesagt hat, das ist ein Gebrauchsoldtimer, den möchte ich fahren, darauf kommt es mir an. Und das ist hier wohl auch passiert, was ihr an den Stoppuhren sehen könnt. Also laufen tut das schön. Das ist ein Auto, setzt man sich gerne rein und sagt, komm, jetzt machen wir eine Reise. Ist ja, wenn ihr euch einen völlig neu restaurierten Wagen kauft, hast du immer Angst, dass ein Kratzer reinkommt oder ein bisschen Schmutz. Bei dem ist das egal. Reinsetzen, losfahren und Spaß haben. So ein Auto ist das. Ach ja, so eine schöne sonnendurchflutete Landstraße mit dem Porsche 356 macht Spaß. Er kuppelt sich schön, er schaltet sich schön. Jetzt wollen wir mal einen kleinen Bremsentest machen. Mal gucken. Ja, super, hast du gesehen? Klasse. Bremst auch sehr gut, man braucht auch gar nicht so doll drauf treten. Naja, man darf nicht vergessen, die 356 haben 1000 Kilo gewogen, 1 Tonne schwer oder teilweise nicht einmal. Das ist nicht viel und dann sind da die 75 PS schon wieder viel für 1 Tonne. Deswegen marschiert er auch gut nach vorne. Ja, macht total Spaß jetzt hier so zu fahren, ne? Auf so einer Landstraße. Ich meine, eins ist natürlich klar, ab 1964 gab es den berühmten 911er dann, das war ja seit der Ablöder Nachfolger. Der ist natürlich sportiver unterwegs gewesen als ein 356, aber ich finde, das Auto ist hier viel charmanter. Also mir persönlich hat der immer besser gefallen. Obwohl es natürlich eine andere Zeit war. Als der 911 losgegangen ist, es war eine Zeitenwende bei Porsche, die war einmalig. Und das Tolle ist ja, das machen die seit 60 Jahren mit dem Auto beinahe. Also das war schon ein ganz großer Wurf, ein 911, aber trotzdem. Ich bin mit dem 911 nicht immer unbedingt warm geworden. Ich mache einen 356 lieber fahren. Das ist eigentlich so richtig Autofahren. Da wird man mehr gefordert. Die Sitze haben beispielsweise keinen Seitenhalter, rutscht man gerne mal gegen die Tür. Aber naja, so stimmt finde ich das nicht. Wir haben in der Kundschaft auch viele Damen und für die ist so ein Auto wirklich toll. Also das kann ich nur wirklich empfehlen. Da hat man Freude, man muss keine 6-stellige Summe ausgeben, wie es heute oft der Fall ist bei Oldtimern. Oldtimer sind doch ganz schön teuer geworden. Hier hat man für einen verhältnismäßig moderaten Einstieg ein schönes Auto. Ja, und ich meine, solche Landstraßen sind für so ein Auto natürlich toll. Und ich finde, der geht auch ganz gut los, wenn man mal so guckt. Ne? Der fährt schön, der Wagen. Ne? Schönes Auto. Also laufen tut er toll. Also jetzt jemand, der das Auto voll restaurieren möchte, für den ist das das falsche Auto. Da rate ich davon ab. Der soll sich lieber einen komplett neu gemachten kaufen für 130.000, 140.000. Aber der hier, den muss man lassen, wie er ist und fahren. Und das hat der bisherige Besitzer auch gemacht. Das Auto einfach gefahren. Und so ein Wagen ist das. Oh, fährt echt gut, ne? Und hat auch ganz schön Kraft, muss ich sagen, ne? Ja, was müssen wir? Armaturenbrett habt ihr gesehen, das funktioniert hier vorne auch alles schön. Schalten kann man gut. Der kräftige Boxersound, den man hört, den gibt es ja heute in der Art leider nicht mehr. 4-Zylinder-Motor, 6-Zylinder hat es beim 356 gar keine gegeben. Tja, hört sich unheimlich kraftvoll an, das Auto. Also ich finde, der hört sich kraftvoller an, als er eigentlich ist. Aber man kommt gut voran. Wir haben ja hier bei uns der Landschaft immer doch hoch und runter, auf und ab. Und das ist eigentlich mit dem Auto sehr gut zu bewältigen. Das macht er sehr, sehr gut. Ja. Wie gesagt, wer Käfer kennt, ich habe ja früher auch einen Käfer gehabt. Die Autos haben sich wirklich kaum bewegt. Das
Ging nachher mit dem 1303 ein bisschen besser, mit dem 50 PS Käfer, so 1974, 75, okay, aber er hier verbraucht, schätze ich mal, 10, 11, 12 Liter, mehr wird er nicht haben. Und dafür hat man eigentlich eine ganz gute Leistung, also er zieht echt schön durch. Man hört, dass der schön läuft. Doch, der bewegt ganz gut. Und fahren tut er schön, macht Spaß. Das ist das Gute an dem Auto. Setz dich rein und fährst einfach. Kannst Brötchen holen, kannst durch die Alpen mitfahren, völlig egal. Den kann man auch durch eine Waschanlage fahren, das macht überhaupt nichts. Wir haben ihn aber schön aufpoliert vorhin, also er glänzt schon noch toll. Aber es ist ein Gebrauchsoldtimer, den man eigentlich lassen muss, wie er ist. Guck mal, die Berge, wie toll das aussieht da vorne. Ist ja wunderschön. Ist ja heute ein irres Lichterspiel von hell und dunkel und Regen. In den Bergen hat es extrem viel geschneit, das kann man sehen da hinten. Hier unten bei uns ist es kalt, wir haben gerade mal 3 Grad. Relativ frisch, aber hier im Auto friert man nicht, die Heizung geht. Wunderbar. Cabrio wäre vielleicht ein bisschen frisch heute, aber naja. Deswegen haben wir extra ein Coupé rausgeholt. Ja, Licht habe ich ja gerade an. Hier ist der Lichthebel, Schalter, rein, raus, das ist Licht. Ganz einfach gelöst. Hier vorne ist die Warmblinkanlage. Der rote Knopf gab es damals auch schon. Ja, wunderbar, geht auch. Die Stoppuhren finde ich voll cool, die passen richtig ins Auto. Jetzt bin ich falsch gefahren. Ich hätte da fahren müssen. Oder? Ja, fahr mal da links. Ja. Also er rauscht richtig gut los hier. Oh ja, macht voll Spaß. Guck mal, jetzt fahren wir schon 100 mit unserem Auto. Also er geht echt gut zur Sache. Schönes Wegelchen zum Fahren, macht Laune. Ein Auto, was mir Laune macht. Ja, es erinnert mich so, da war ich kleiner Junge, da war ich 5, 6 Jahre alt, da gab es diese Autos. Da war, wenn ich gehört habe, Porsche, das war was ganz Großes. Ich hätte ja nie gedacht, dass ich in meinem Alter heute mal sowas selber fahren darf. Aber das gab damals schon eine Faszination, ich finde, die gibt es heute auch. Und das Gefühl, was ich habe, diese alten Autos, die haben ja immer so einen bestimmten Geruch. Vor allen Dingen dann, wenn sie noch original sind, das hat er hier noch. Das riecht irgendwie total nach Auto. Das sind so Thema Kokosmatten, bisschen Benzin, bisschen Abgas. Das sind alte Autos. Und irgendwie gibt das bei mir Kindheitserinnerungen. Obwohl ich sagen muss, mir ist bei meinem Käfer, meine Eltern hatten früher einen Käfer, ist mir hinten auf der Bank immer regelmäßig schlecht geworden. Aber gut, das war halt, das gehörte damals dazu. Also ihr könnt sehen, schöne Straße, fährt er herrlich hier lang. Das ist ein Auto, wo man richtig Lust hat, draufzutreten und zu fahren. Und das ist natürlich das Schöne bei uns hier in Oberbayern. Hier ist relativ wenig Verkehr, wir sind auf dem Land. Mir macht es auch Spaß, solche Probefahrten zu machen. Ich bin ja gespannt, wie wir das demnächst in Hamburg machen. Das wird uns sicherlich vor einige Herausforderungen stellen, weil das eins steht fest, in unserem neuen Betrieb in Hamburg werden wir das auch machen, weil wir einfach wollen, dass ihr seht, was es für eine Laune verbreitet, so ein Auto zu fahren, was der kann. Also in Hamburg wird es das auch geben. Fahren tut er echt schön. Also ich glaube, ihr hört das auch. Motor ganz gesund, der dreht schön hoch. Macht echt Spaß zu fahren. Und die Autos sind ja sehr, sehr handlich. Das ist ja das Gute am 356. Fährt sich wie ein Käfer, nur dass er mehr Dampf hat. Oder er ist natürlich ein bisschen schicker und so. Also kann man mit dem Käfer jetzt nicht direkt vergleichen. Also was mir jetzt aufgefallen ist bei unserem 356 Coupé, je länger man den fährt, umso besser läuft er. Und ich habe mich jetzt auch total gewöhnt an den Wagen. Er macht einen totalen Fahrspaß. Also jemand, der richtig Freude haben will, einen geringen Einsatz, ein vernünftiges Auto, das ist hier unser 356. Das heißt, vernünftig ist das also alles andere als vernünftig. Alte Autos hat ja immer was mit der Seele zu tun und mit Freude am Fahren. Und das haben wir natürlich hier, Freude am Fahren, das merkt man. Aber das ist wieder so vom Konzept ein richtiges Cargold-Auto, Spaß am Fahren zu haben. Und wir haben hier wirklich Spaß am Fahren.
Ja, 356 war ein tolles Konzept. Jetzt merkt man auch, warum die so erfolgreich waren damit. Das sind ja insgesamt, also von 1948 bis 1965, knapp 70.000 Autos gebaut worden. Immerhin, das ist eine ganze Menge gewesen. Gab es ja als Cabrio und als Coupé und als Roadster. Und einige, wenn ihr also heute einen Speedster habt aus den 50er Jahren, die kosten ja bald bis an 500.000, die Autos. Und das ist das, was wir die letzten Jahrzehnte feststellen bei solchen Autos. Preise gehen so nach oben. Und das sind einfach Sympathieträger, die einen riesen Spaß machen. Das sind Autos, die werden in ein paar Jahren auch noch gefragt sein und auch ihre Liebhaber haben. Bin ich 100% sicher, weil so ein Auto begeistert einen. Also mir macht das Spaß. Man erlebt das Autofahren so richtig am Körper, so richtig in der Seele. Das ist eigentlich das Schöne an so einem Auto. Guck mal hier, der zieht richtig gut durch. Oh, jetzt regnet es. Na gut, wir hatten ja gehofft, heute regnet es nicht mehr, tut es jetzt aber doch. Aber das macht dem Auto nichts, völlig egal. Wir haben jetzt noch 1000 Meter, Moment, das ist sogar Schnee, was da runterfällt. Naja, wir erleben hier alles in Bayern. Ah, guck mal, wie der loszieht. Also er geht da richtig, du. Er geht da richtig. Und man hat immer diesen tollen Sound dabei. Klingt ja so, als ob er 300 PS hat, der Wagen. Beuerberg nähert sich. Jetzt sind wir, glaube ich, sogar ein bisschen mehr gefahren als sonst. Ich glaube 25 Kilometer. Aber das waren heute Nachmittag 25 sehr schöne Kilometer, die mir echt Spaß gemacht haben. Und wo ich sagen muss, es begeistert mich immer wieder, wie viel Dampf so ein 356 hat. Mehr Auto braucht eigentlich kein Mensch. Also wenn man Lust hat am Autofahren, Freude am Auto hat, ist das hier das richtige Auto. Ja, dann möchte ich mich für heute bei euch verabschieden. Unser nächster Film wartet schon. Morgen soll das Wetter besser werden. Haben wir einen Jaguar E-Coupé, was restauriert ist. Ein ganz toller Wagen, wird auch interessant. Ja, und in dem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Bleibt uns treu. Wir tun unser Bestes. Euer Stefan Luftschütz. Ciao.